Heute bei den Lately News hielt sich ein 32-jähriger Mann in Moskau für den echten Batman und baute sich ein eigenes Batmobil. Nur leider fand es die Moskauer Polizei total unlol, als der falsche Batman dieses auf dem Roten Platz abstellte und schleppte das russische Batmobil, einen mit Edding schwarz angemalten Lader, sofort ab. Mist, dachte sich der russische Batman, hätte ich doch nur genügend Kleingeld in meinen Bettgürtel eingesteckt für die Parkuhr. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Radiowerbungen der Apothekenumschau, denn ich bin die Stimme hinter Sky Dumont. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Jeder hat so seine Laster. Für die einen ist das Schokolade, für den anderen saure Lakritze. Ich persönlich habe keinerlei Laster, ansonsten wäre das hier auch ein Fuhrunternehmen und nicht eine seriöse Nachrichtensendung. Zumindest wenn die Kameras nicht an sind. Dass einem sein Laster zum Verhängnis werden kann, hat nun ein 23-Jähriger in Berlin-Wedding erlebt. Denn dieser war einer Polizeistreife aufgefallen, da er nicht normal lief, sondern beim Gang deutlich eierte. Wie sich herausstellte, ging er so komisch, weil er 10 Kilo Gummibärchen in seine Unterhose gestopft hatte. Was an sich keine Straftat ist, denn Gummibärchen werden schon seit Jahren so bei Haribo final aromatisiert. Trotzdem hielten die Beamten den Mann an und fragten ihn, woher er denn so viele Gummibärchen hatte. Jedoch konnte er darauf nicht schlüssig antworten. Noch verwunderlicher wurde es, als hinter dem Mann ein Haribo Goldbär angehumpelt kam mit einer tiefen Schnittverletzung am Bauch, aus der Gummibärchen flossen. Der Mann wurde sofort festgenommen und der Haribo Goldbär von seinem Leiden befreit, vor den Augen einer jubelnden Schulklasse, die dann über den Haribo Goldbären herfiel. Währenddessen in Hagen. Ich hatte ja schon einmal erzählt, dass meine Tante Erna immer wieder beim Ausparken das eine oder andere Auto gern mal mitnimmt. Das ist meistens doppelt ärgerlich, weil dann an ihrem Hammer super kleine und nur unter dem Mikroskop erkennbare Kratzer sind, während die anderen Autos dann ein Totalschaden sind. Aber meine Tante Erna war ja nicht doof, denn sie hat natürlich mit einer guten Versicherung vorgesorgt. Und das ist in ihrem Fall die Tatsache, dass sie die Generalkonsulin der westindischen Fidschi-Inseln ist. Das heißt, sie steht damit über dem Gesetz dank ihrer diplomatischen Immunität als Generalkonsulin. Keine diplomatische Immunität hatte jedoch ein Mann in Hagen, der ein anderes Auto beschädigt hatte, aber anstatt seiner Versicherungsnummer nur eine Serviette an der Windschutzscheibe des beschädigten Wagens zurückgelassen hatte, auf der stand: Sorry, musste ausweichen und bin momentan knapp bei Kasse. Trauriges Emoji. Das ist natürlich vollkommen uncool, nur eine bekritzelte Serviette nach einem Unfall zu hinterlassen. Ein Mensch von Anstand hätte das wenigstens auf die Rückseite eines Kassenbons gekritzelt und die Serviette zum Reinholen dagelassen. Derweil in Mailand. Italien ist nicht nur für sein super leckeres Essen bekannt, sondern auch für seine Mafia, die leider nicht so cool ist wie die amerikanische Mafia, wie man bei der Martin Scorsese Doku Fievel der Mauswanderer sehen konnte. Immer noch eine krasse Szene, wo Joe Pesci in eine Garage geführt wird, weil er glaubt, nun endlich ein Vollmitglied der Mafia zu werden, ein sogenannter Mice Man, und ihm dann Fievels Bruder von hinten in den Kopf schießt. Dass aber auch Verbrecher nett sein können, erlebte ein Wohnwagenbesitzer am Stadtrand von Mailand, als er eines Morgens zu seinem Wohnwagen zurückkehrte und feststellte, dass jemand das Vorhängeschloss am Wohnwagen aufgebrochen hatte. Überrascht stellte der Mann fest, dass nichts geklaut worden war und sogar auf der kleinen Anrichte neben der Tür ein neues Vorhängeschloss lag. Und das erinnert mich irgendwie auch an diese andere Szene aus Martin Scorseses Fievel der Mauswanderer, wo Fievel mit seinem Lehrer Mausenberg zusammen in einem Wohnwagen Crystal Meth kocht. Ich muss mir unbedingt mal wieder Fievel der Mauswanderer angucken.
Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Pleasure Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Pleasure Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Es gibt nur wenige Dinge, die mir mehr Pleasure bringen, als tagtäglich im Supermarkt Dinge einzustecken und nichts zu bezahlen. Dafür gibt es keine bessere Ablenkung, als zu behaupten, dass die Oma da hinten 2 Packungen Klopapier hat. Wenn sich dann alle auf die Oma stürzen, denn auch in schweren Zeiten muss man versuchen, etwas menschliche Nähe zu haben, kann ich mir meinen Einkaufswagen vollpacken mit den wichtigen Dingen des Lebens, die mir Pleasure bringen, nämlich Handwerkermagazine und Rosenkohlkonserven. Denn wenn die Welt jemals zusammenbrechen sollte, sind das die 2 wichtigsten Dinge in der Apokalypse. Rosenkohl dient dabei als biologischer Kampfstoff, um eventuelle Plünderer abzuwehren. Handwerkermagazine braucht man, um sich das Wissen aneignen zu können, um einen eigenen Pleasure Dome bauen zu können, bei dem letztlich gilt, 2 gehen hinein und beide kommen befriedigt wieder raus. Nur leider kam nach der Lektüre des Pleasure Magazins keiner aus dem Pleasure Dome befriedigt wieder raus. Deshalb sei gewarnt, Pleasure Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort als literarischer Kampfstoff in der Waffenkammer für den Notfall. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.